Hallo, ich bin Sebastian von Isalog. Heute zeige ich euch den Playseat Challenge, denn ich denke gerade in diesen Wochen, wo man ja doch ein bisschen viel zu Hause ist oder vor allem viel zu Hause war, man nicht zum Friseur gehen konnte, hat vielleicht der eine oder die andere gedacht, okay, ich kaufe mir jetzt ein Racing Seat, möchte aber nichts, was jetzt sperrig ist und groß meine Wohnung blockiert. Da ist dieser Sitz natürlich ideal. Und die Vor- und Nachteile zeige ich euch jetzt in diesem Video. Der Einstieg in den Playseat geht ganz einfach. Man legt hier einfach den Hebel um, hebt an. Man braucht es nicht festhalten, ich mache das jetzt nur fest, also ich halte es jetzt nur fest in der Hand, damit mir hier nichts gegen mein Stativ fällt. Und das war es im Endeffekt. Also man legt den Hebel wieder um, dann ist das Ganze fixiert und dann, ehrlich gesagt, kann es losgehen. Ich habe auf dem Sitz das TMX Pro von Trustmaster montiert. Das Pendant zum Beispiel für die Playstation wäre das T150. Damit bin ich sehr zufrieden, das ist wirklich ein gutes Einsteigerset, gerade mit den TP-A3-Pedalen. Es gibt bei der Montage ein paar kleine Besonderheiten, das zeige ich euch jetzt gleich noch. Aber zunächst klappen wir das Ding doch erst einmal hoch. Ich lege hier einfach Hand an dem Hebel und hebe an. Und schon ist das Lenkrad weg. Man kann sich dann einfach ganz bequem reinsetzen. Man muss, wenn man eine Sache beachtet, keine Angst haben, dass das Ganze umfällt. Das zeige ich aber auch gleich noch. Vorher möchte ich noch auf dieses Teil hier hinweisen. Damit wird das Lenkrad ja fest gemacht. Das liegt nämlich dann einfach hier drinnen. Man legt den Hebel um und dann ist es fixiert. Dann kann auch nichts mehr passieren. Beim Reinsetzen in den Sitz solltet ihr am besten darauf achten, das ist ein bisschen scharfkantig, dass ihr nicht mit dem Bein dagegen schrammt, gerade mit kurzer Hose, oder dass ihr euch aus irgendwelchen Gründen vielleicht hier, keine Ahnung, kann mal passieren, absetzt oder ein bisschen Gewicht drauf legt beim Einsteigen. Das solltet ihr nicht machen, da könnt ihr sonst was beschädigen. Aber im Prinzip, das ist ein Metallrohr, das ist sehr stabil, aber auch ein bisschen scharfkantig. Ein bisschen aufpassen sollte man schon. Schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze hier befestigt ist. Man klemmt es einfach ganz normal fest, ordentlich streng. Das hält auch, würde ich mal sagen, bombensicher. Allerdings, das muss man schon sagen, durch x-maliges Auf- und Abbauen kann es schon passieren, dass sich das Ganze mal leicht lockert. Das ist nicht schlimm, während der Fahrt ist es mir wie gesagt noch nie passiert. Aber es nervt vielleicht auf Dauer doch ein bisschen. Es gibt aber dafür einen ganz einfachen Trick. Wie ihr sehen könnt, ist hier an dieser Seite ein Klettverschluss angebracht, beziehungsweise der geht durchgängig durch. Es ist nämlich bei dem Playseat Challenge ein Klettverschlussstreifen dabei. Es sind eigentlich zwei dabei. In den Reviews, die ich so gelesen habe, beziehungsweise angeschaut habe, konnte sich keiner so einen Reim dafür machen, wofür die jetzt nun wirklich gedacht sind. Das Ganze, was ich eigentlich gemacht habe, ist, ich habe unten unter dem Lenkrad dann den Klettverschluss angebracht. Das Lenkrad vorsichtig draufgesetzt, weil der hält bombenfest, also da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr das macht. Das könnt ihr nicht oft machen. Und jetzt bewegt sich das Lenkrad keinen Millimeter mehr, auch beim Auf- und Abbau perfekt. Ich empfehle euch dringend, auf eine halbwegs ordentliche Kabelführung zu achten, weil sonst werdet ihr wahnsinnig. Gerade bei diesem Sitz, wo ihr die Kabel ständig irgendwie auf- und abwickelt oder halt den Sitz auf- und zuklappt, nervt es ungemein. Ein weiteres wichtiges Element von dem Stuhl ist die Neigung vom Lenkrad. Das heißt, ihr nehmt eine Hand, legt sie aufs Lenkrad, die andere auf diese Schraube, dreht auf und dann könnt ihr hier bequem die Neigung einstellen und natürlich wieder festschrauben. Ich habe mir einfach hier eine Halterung gekauft, die kenne ich persönlich aus dem Tonbereich, wird hier einmal kurz festgezogen. Mit so einem flexiblen Arm ist ein altes Handy eingespannt, da könnt ihr dann per Browser Zugriff auf Zeitentabellen oder ähnliches haben, je nach Rennspiel, was ihr verwendet. Und schon habe ich ein zusätzliches Display, super günstig, super praktisch auch noch dazu. Hier könnt ihr ein äußerst unscheinbares, aber äußerst wichtiges Detail erkennen. Und zwar ist das die Kippsicherung für euren Stuhl. Wenn ihr das Lenkrad nämlich aufklappt, kann es passieren durch den Schwerpunkt vom Lenkrad, dass der Stuhl kippt oder umfällt. Kommen wir mal zur Pedalhalterung. Die ist natürlich ganz entscheidend. Hier kann ich sagen, hier verrutscht absolut nichts, zumindest nicht beim Fahren. Das hält bombenfest, ihr könnt auch richtig in die Eisen steigen. Da gibt es von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, das ist klasse. Bei dem Playseat Challenge ist mitgeliefert dieser Klettverschluss, mit dem die Pedale normalerweise gehalten werden. Was mir aber schon passiert ist, beim Aufklappen sind die Pedale nach unten gerutscht.
Das passiert einfach, weil durch das ständige Auf- und Zuklappen lockert sich dieser Klettverschluss unausweichlich. Ihr könnt es zwar kontrollieren, aber ihr denkt nicht immer dran. Das ist ganz normal. Deswegen habe ich den Spanngurt mir noch extra dazu gekauft, habe den festgemacht und seitdem hält es bombenfest. Das würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen. Manchmal kann es allerdings sein, dass man jetzt nicht Lust hat, den kompletten Sitz wieder einzuklappen und aufzuräumen. Da reicht es einfach nur, wenn man die Pedale hochklappt. Das heißt, ich nehme die Pedale, befestige die hier mit dem Spanngurt und stelle den Stuhl zur Seite. Das spart immer noch genug Platz und das reicht in den meisten Fällen aus. Ein wichtiges Feature, was man natürlich nicht vergessen darf, sind die Armlehnen. Und zwar, das sind nicht einfach nur Armlehnen, sondern ihr könnt genau durch diese Markierung hier, also auch durch den Klettverschluss unten, die Neigung von dem Sitz einstellen. Das heißt, ihr könnt in Formel 1 Position sitzen oder so ein bisschen GT, ein bisschen aufrechter. Wenn man sich einen Playseat Challenge kauft, der zum Einklappen ist, möchte man natürlich wissen, wie das funktioniert. Und das zeige ich euch jetzt. Ganz simpel. Das erste, was ich immer mache, ist, ich klappe zuerst das Lenkrad ein. Wenn ich das Lenkrad einklappe, ist einfach der Vorteil, dass dieser Abstand hier noch ein bisschen geringer ist. Man muss es nicht ganz so einklappen, das kann man machen wie nach Belieben oder je nachdem, wie viel Platz ist. Wichtig ist, Klettverschluss muss hier sein, sonst hält das Ganze später nicht. Einfach ein bisschen enger ziehen. Natürlich dann noch schauen, dass der Klettverschluss auch wirklich ordentlich hält. Das war das erste. Die Pedale. Kurzer Trick. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass die Pedale hier so ausgefahren sind. Ja. Schauen wir mal fest. Geht nicht, ja. Kein Problem. Einfach aufmachen. Am besten locker lassen, zusammenschieben. Hier unten drunter anheben. Klettverschluss hier aufmachen. Und fertig. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergeholfen und ja, vielleicht habt ihr jetzt dadurch eine Kaufentscheidung getroffen. Klar, von meiner Seite aus, ich habe mir den Stuhl natürlich selber gekauft, der wurde nicht gesponsert, genauso wie alles andere Equipment. Aber grundsätzlich, ich habe den Stuhl jetzt seit 4, 6, 8 Wochen. Ich nutze ihn alle paar Tage mal. Das Tolle ist einfach, wenn er rumsteht, dann ist er einfach verstaut. Und es ist, ja, man muss sagen, wie die Werbung wirklich verspricht, easy, super einfach. Ich kenne jetzt nicht wirklich ein Alternativprodukt dazu. Zumindest nicht ein Modell, was derart einfach und schnell zusammenzubauen ist. Und vor allem hat auch noch eine komfortable Sitzposition hat, also auch noch ein bisschen aufrechtes Sitzen ermöglicht und nicht nur eine Formel 1 Position. Das war's von mir. Vielen Dank